just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around. So, jetzt einmal die Kamera werfen. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. I just wanna clap. Das ist wahrscheinlich die kleinste Actioncam der Welt. Die nagelneue Insta360 Go 3. Wahnsinn. Guckt mal hier im Vergleich. Die Sony FX6. Ja, ich weiß, der Vergleich hing. Trotzdem, das Ding fasziniert mich total. Hallo und herzlich willkommen auf Tech for Fun. Hier ist sie nun, die Insta360 Go 3. In diesem Video ein schnelles Unboxing, die technischen Daten und dann geht's ans Eingemachte. Wie stellt ihr die Kamera am besten ein? Welche Einstellungen machen Sinn? Und dann habe ich mal geschaut, weil die ist ja wirklich so klein. Was für Montageideen gibt es? Was für Bildideen? All das in diesem Video. Wir schauen ganz schnell hier in die Box rein. Was haben wir hier? Also, zum einen die Kamera an sich kennt man von der Go 2, ist ein bisschen dicker, bisschen kompakter geworden, aber kaum der Rede wert. Dann eine Schnellanleitung, USB-C-Kabel, Aufkleber, Quick Start Guide und hier dieses Pad, das zeige ich euch gleich, wozu das ist. Eine Halterung, da könnt ihr die Kamera magnetisch reinmachen und dann kommt ihr hier oben zum Beispiel an Basecap rennen und ihr könnt hier jederzeit aus einer eigenen Sichtperspektive filmen. Hier ein Klebepad. Ich ziehe das jetzt nicht ab, aber das ist bombenfest. Ich habe das ausprobiert. Sogar an Holz hält das. Ihr habt hier, ich ziehe es doch ab. Das klebt wirklich bombenfest. Schaut hier, zack. Natürlich nach einer Zeit gibt es Fingerabdrücke oder auch Dreck. Kein Problem, einfach abwaschen. Befestigungsmöglichkeiten ganz viele, am Auto, irgendwo an Scheiben, aber ich habe es sogar auf Holz ausprobiert, funktioniert klasse. Dann hier mit dem Stativgewinde und dann gibt es dazu dieses hier, auch haptisch sehr edel gefrästes Aluminium. Da könnt ihr das zum Beispiel rausschrauben und schon habt ihr eine Art Stativ und da kann zum einen magnetisch die Go 3 rauf oder aber auch der Action Pod. Action Pod? Ah, genau. Der hier. Und das ist die größte Neuerung an der Go 3. Hier in diesen Action Pod könnt ihr die kleine Kamera reinmachen. Boing. Und ihr habt einen Monitor. Gucken wir uns gleich genauer an. Und dann kommt immer noch was ganz Geniales. Das kennen User von der Go 2 schon. Dieses magnetische Pad könnt ihr euch hier um den Hals hängen. Und hier stört jetzt das Mikrofon und dann kommt die Kamera einfach hier rauf und hält bombenfest. Das heißt, ihr könnt das auch unter euer T-Shirt machen und dafür gibt es dann hier dieses Teil, weil beim Vorgänger war es so, dass die Kamera ja immer aufgezeichnet hat, relativ gerade. Hier könnt ihr jetzt einen Winkel ran machen und schon habt ihr das Ganze ein bisschen weiter nach unten oder nach oben. Smarte Geschichte, ganz einfach umgesetzt. Schauen wir uns die Kamera selber an. Also sehr klein, sehr leicht. Hinten Ladekontakte, hier Arretierungen für den magnetischen Kontakt. Ihr habt eine Einschalttaste und Ausschalttaste und damit wird gleichzeitig die Aufnahme gestartet oder ja, gestoppt. Also einmal lang raufdrücken, 2 Sekunden wird die Kamera eingeschaltet, einmal kurz raufdrücken und schon wird aufgenommen. So, wir lassen das jetzt mal in der Aufnahme. Dann schaue ich mir mal die größte Neuerung an, hier der von Insta360 genannte Action Pod. Sieht aus wie eine klassische Action-Kamera. Und ihr könnt hier ein Display auf- oder zuklappen, je nachdem. Also entweder so zu euch gewandt oder in diese Richtung, dass man es hintenrum gut bedienen kann. Dann habt ihr hier einmal den Rekordknopf, klar, muss man nicht erklären. Einmal die Power-Taste, ähnlich wie bei der kleinen Kamera. 2 Sekunden raufdrücken und das Ganze ist an.
einmal oben auf den Record drücken und die Kamera wird ferngesteuert. So, und hier unten die Quick-Taste. Das heißt, hier könnt ihr Einstellungen machen, wenn wir nicht auf Record sind. Mit einer Taste einstellen, was ihr an Aufnahmemodi haben wollt. Dann, was gibt es noch? Hier unten magnetische Befestigung. So, und schon könnt ihr das an verschiedene Stative oder Aufnahmesituationen anschließen. Dazu gibt es beispielsweise hier noch einen Quick Release Mount. Seht ihr unten mit den klassischen GoPro-Haltungen. Das heißt, da seid ihr richtig flexibel. Auf der Seite USB-C zum Laden des Ganzen und hier eine Arretierungstaste. Das ist diese hier für die Kamera. Das heißt, die Go 3 hier rein, dann ist sie richtig fest drin. Einmal gesichert durch den Magneten, aber auch durch diese Arretierung. Wenn ihr sie raushaben wollt, einmal raufdrücken und schon kommt die Kamera raus. Ja, also wirklich richtig durchdacht das Ganze. Ja, und das Geniale, wirklich, was ich absolut klasse finde, ihr habt jetzt die Kamera hier drin und ich filme euch. So, seht ihr hier oben in der Kamera, wunderbar. Jetzt nehmt ihr die Kamera, einmal Quick Release drücken, raus und ihr habt aber immer noch den Vorschau-Monitor. Und das ist wirklich genial. Bis zu 5 Meter Reichweite, sagt Insta360. Das heißt, ihr habt die Kamera irgendwo montiert und habt jederzeit durch ein drahtloses Displaysystem Kontrolle über ihre Bildausschnitte, über die Belichtung und so weiter und so fort. Echt super. Die Go 3 wiegt nur knapp 35 Gramm. Das ist echt gar nichts. Eine Schokolade wiegt 100 Gramm. Hier der Action Pod an die 96 Gramm, auch leicht. Die höchste Auflösung liegt bei 2,7K. Warum nicht 4K? Naja, zum einen hättet ihr ganz schlechte Akkulaufzeiten und zum anderen schon bei 2,7K wird die kleine Kamera hier recht heiß. Bei 4K würdet ihr innerhalb kürzester Zeit eine Überhitzung haben. Darum 2,7K. Apropos Hitze bzw. Akkulaufzeit, die Go 3 ohne den Action Pod hält ganze 45 Minuten durch und mit Action Pod könnt ihr 170 Minuten aufnehmen. Das Objektiv der Go 3 hat eine Brennweite von 35 mm, äquivalent zum Kleinbild. Die kleinste Blende liegt bei 2,2 und die Videobitrate liegt bei 80 Mbit. Zum Ton, es gibt jetzt 2 interne Mikrofone. Ein externes Mikrofon könnt ihr leider nicht anschließen, aber ich checke nachher, wie der interne Ton klingt. Ja, und besonders smart, wie auch bei der Go 2, der quadratische Bildsensor, der hier eingebaut ist. Denn das gibt euch in bestimmten Aufnahmemodi einen riesen Vorteil, egal ob ihr so oder so dreht. Ihr könnt 16:9 aufnehmen, 9:16, müsst das vorher nicht einstellen und könnt das später in der Postproduktion so machen, wie ihr wollt, ohne Bildverlust. Also 9:16 für Insta oder für TikTok, YouTube Shorts oder 16:9 einfach später in der Software einstellen. Die Go 3 ist bis zu 5 Meter wasserdicht. Die haben wir hier nicht, aber das Ding ist jetzt in der Tasse. Hallöchen. Mal sehen, ob ich es wieder rauskriege. Oh, das ist eine Schweinerei. Okay. Und der Action Pod hat IPX4, das heißt, der ist gegen Spritzwasser geschützt. Bevor wir jetzt in die Tipps und Tricks und Einstellungsmöglichkeiten geben, die Insta360 Go 3 gibt es in 3 Grundversionen. Einmal mit 32, einmal mit 64 und einmal mit 128 GB. Mit der 64 GB Version könnt ihr dann zum Beispiel bei 2,7K und 30 Frames bis zu 3 Stunden aufnehmen. So also kann man das Ganze an einem Cap befestigen. Ja, das Tolle ist halt, dass es unheimlich schnell ist. Ihr müsst das nur einmal schnell ranklippen, auf Aufnahme drücken und schon habt ihr so eine POV-Sicht und das ist echt, ja, klasse und total smart, weil so einfach zu bedienen. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands. So, jetzt einmal die Kamera werfen.
Jetzt hoch weg? Ja. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. I just wanna clap. Sure you're the right one for me. Didn't I see you involved? Nobody do it like this. Pandora bag, lucky charm that wrist. This is real life. I need someone that. Nah, wait a minute. You need someone that. Pick up the phone, every call. I can turn the crib to a mall. We're too high for climbing. It's a long way down. Jetzt gucken wir mal, wie der Sound ist. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Also, es ist jetzt das Frontmikrofon, das meine Stimme aufnimmt. Ein externes gibt es ja nicht. Und so klingt das ungefähr, wenn ihr vloggt und ungefähr, ja, so eine Armlänge von der kleinen Kamera entfernt seid. Eingeschaltet wird die Insta360 Go 3 hier durch 2-sekündiges Drücken auf den Powerknopf und dann seid ihr, wenn ihr die Kamera in den Action Pod integriert habt, schon gleich im Menü. Das Ganze wird gekoppelt, auch parallel nochmal mit der Insta360 App für iOS oder für Android. Da habt ihr viele Einstellungsmöglichkeiten, das kommt später. Wir gucken jetzt erstmal, was könnt ihr hier in der Kamera machen. Also ihr habt Gesten, Wischbewegung einmal von oben nach unten. Und da habt ihr jetzt 8 Menüpunkte. Einmal hier Orientierung an oder aus, also drehen wie beim Handy. Dann habt ihr hier ein Schloss daneben, um das einzustellen. Ihr könnt hier den Ton auf mittel, gering oder hoch einstellen. Habt hier die Bildschirmhelligkeit. Dann diese Taste Quick Capture. Das heißt, wenn ihr das eingeschaltet habt, einmal kurz raufdrücken und die Aufnahme beginnt. Dann habt ihr hier die Möglichkeit Sprachsteuerung. Das ist mir nichts, brauche ich nicht. Und ihr habt hier eine Vorabaufnahme. Das heißt, es werden, bevor man den Auslöser drückt, 10 bis 30 Sekunden vorher schon die Aufnahme gestartet. Und dann hier zum Schluss ein Timed Capture. Also ihr könnt eine Uhrzeit einstellen, ab wann eure Insta360 Go 3 aufnehmen soll. Vielleicht ganz gut, wenn man Starlapse macht oder einen Sonnenuntergang oder Aufgang und man hat nicht die Zeit, Kamera auf dem Stativ, sie schaltet sich an und nimmt dann automatisch auf. So, hochwischen und ihr kommt wieder in das ganz normale Menü. Jetzt muss ich aber nochmal zurück, weil ich Time Capture eingeschaltet habe. Das schalten wir mal lieber aus. Ja, das ist im Prinzip so dieses Grundmenü. Dann wischt ihr nach rechts und habt dann hier weitere 3 Menüpunkte. Hier zum einmal den Audiobereich, 2 Mikrofone sind integriert, also eine Windunterdrückung, Stereo oder ein Richtungsfokus, gerade gut beim Vloggen, wenn ihr die Kamera so vor euch habt, dass dann im Prinzip richtungsmäßig das Mikrofon direkt in eure Richtung ausgerichtet ist. Dann könnt ihr hier ein Gitter einschalten, das heißt, ihr habt auf dem Bildschirm Gitter, das wird aber nicht aufgenommen im Video, aber ihr könnt so sehen, wie ist der Horizont, ist das Ganze gerade eingerichtet und wie immer ein Zahnrad und da habt ihr verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Einmal Infos zur Kamera, welche Firmware ist drauf, dann allgemein Vibration. Das heißt, ihr könnt hier die Kamera einstellen und dann vibriert sie. Da müsst ihr nicht gucken, sondern ihr kriegt quasi ein haptisches Feedback, ob das geklappt hat. Status-LEDs könnt ihr ausschalten, einschalten, eine automatische Abschaltung, den Bildschirm ein- und aus. Das sind die allgemeinen Einstellungen. Dann geht es weiter. Kameraspeicher 2,6 von 59 GB. Hier könnt ihr
formatieren. Dann die Quick Capture Einstellung, das heißt hier diese Taste ist eure Quick Capture Taste und da könnt ihr bestimmte Voreinstellungen entweder selber einstellen oder sie sind vorgefertigt, also Skifahren oder Sonnenuntergang, all solche Sachen kennt ihr vielleicht von Kameras, von Fotokameras. Dann gibt es die Go 3 Taste, die könnt ihr belegen, Wifi, Wi-Fi-Einstellungen, Sprachsteuerung und die Videobitrate. Und da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das Ding auf hoch einzustellen. Dann habt ihr auch die 80 Mbit. Dann ein weiterer Bereich, Videoschärfe. Da habt ihr Einstellungen gering, mittel und hoch und ich empfehle immer mittel, denn sonst ist das Bild zu künstlich, teilweise überschärft und im Schnitt in der Postproduktion könnt ihr eine Schärfe noch einstellen. Also mittel oder gering, hoch würde ich eher nicht einstellen. Es gibt auch noch am höchsten. Dann gibt es Anti-Flimmern, also in welchem Bereich seid ihr, 50 oder 60 Hertz. Das ist nur entscheidend, wenn ihr unter Kunstlicht beispielsweise arbeitet und ihr habt irgendwelche Neonröhren und die vertragen sie nicht, da habt ihr so ein Bildflackern, da könnt ihr das ausprobieren. Und eine Gyrokalibrierung, das muss nur gemacht werden, wenn eure Insta-Flow-State-Stabilisierung nicht richtig funktioniert, dann muss der Gyro im Prinzip, das ist so ein 6-Achsen-Gyroskop, das muss dann kalibriert werden. Ja, dann Sprache, Deutsch, Zertifizierung und es gibt ein Tutorial, das führt euch durch die einzelnen Menüpunkte, wenn ihr die Kamera zum ersten Mal einschaltet. Okay, das waren im Prinzip die Einstellungen. Einmal wieder hochwischen. Wenn ihr von unten nach oben wischt, kommt ihr in den Auflösungsbereich. Also hier Verhältnis 16:9 oder 9:16, Stabilisierung maximal hoch oder aus. Und ihr könnt hier einstellen 2,7K, 1440, 1080p, also Full HD und entsprechend die Framerate. Und bei 2,7K könnt ihr bis zu 30 Frames einstellen. Bei 1440 geht es hoch auf 50 und bei 1080 auch. Ein Wisch nach rechts kommt ihr in den Bereich manuell oder Auto. Also auf Auto stellt die Kamera alles ein, die White Balance, die Belichtungszeit, Blende etc. Und hier könnt ihr die Farbwiedergabe einstellen. Ihr habt zum Beispiel im Bereich Flat oder Biking, Urban, Snow und so weiter und so fort als Voreinstellungen. Ihr könnt im manuellen Bereich einstellen die Belichtungszeit, die ISO oder auch die White Balance. Einmal wieder da raus, hoch, fertig. Nach links wischen und ihr kommt in den Bereich des Players, sage ich mal. Das, was ihr aufgenommen habt, könnt ihr hier euch einmal anschauen. Und last but not least, wirklich ein ganz schneller Menüpunkt. Wenn ihr so ungefähr in der Mitte des Bildschirms wischt, habt ihr die Einstellungen. Also Foto, Intervallaufnahme, Starlapse, Loopaufnahmen. Ihr könnt eine Zeitlupe einstellen, Timeshift, Timelapse, Video oder Free-Frame-Video. Und das ist eine ganz besondere Sache. Wenn du das eingestellt hast, kannst du später entscheiden, ob du 9:16 oder 16:9 aufnehmen willst. Ich habe es euch schon in den technischen Daten gesagt, hier gibt es einen quadratischen Sensor, das heißt, der nimmt alle Bildinformationen auf und ihr habt keine Qualitäts- oder Bildverluste, wenn ihr zwischen 16:9 und 9:16 wechselt. Wenn ihr mit der Insta360 Go 3 anfangt, solltet ihr euch als erstes mal die Insta360 App für iOS oder Android runterladen. Ich habe das natürlich schon gemacht. Hier einmal raufdrücken und dann kommt ihr hier unten in einen Menübereich. Er schreibt das jetzt hier sogar schon, jetzt verbinden, aber normalerweise drückt ihr hier rauf. Dann erkennt er die Kamera und stellt eine Verbindung her. Das macht das System erstmal über Bluetooth und fragt euch dann, ob ihr per WLAN verbinden wollt. Genau, Insta360 möchte sich mit dem WLAN verbinden und dann seid ihr gleich mit der App und der Kamera verbunden. Was könnt ihr machen mit der App? Eine ganze Menge. Wir gehen das einmal durch. Also hier nochmal dann auf den kleinen Fotoapparat hier drücken und schon seid ihr im Menü. Ihr seht jetzt hier, da bin ich. Ihr habt also auch, ähnlich wie hier mit dem Monitor, der ist dann abgeschaltet, eine Vorschau. Ihr habt hier oben den VID-Modus. Das heißt, das habe ich euch gerade schon gezeigt, im Instapod, im Action-Pod könnt ihr hier verschiedene Möglichkeiten einstellen. Flat, Standard, lebhaft. Flat bietet sich an, wenn ihr später in der Farbkorrektur mehr machen wollt und mehr aus euren Videos und Bildern rausholen wollt. Dann habt ihr hier den Bereich Linear oder Superweitwinkel, also ihr könnt
die Brennweite letztendlich einschalten und hier habt ihr den Bereich eurer Aufnahme. Also 1080p, 120 Frames, 16:9. Warum kann ich hier nichts mehr einstellen? Ganz klar, weil ich auf Slow-Mo bin. Also ich schalte jetzt hier mal auf ganz normales Video und dann zeige ich euch das nochmal. Sodele. Und jetzt habt ihr hier oben die Möglichkeit 2,7K, 1440 oder 1080p Full HD, dann die 24, 25 und die 30 Frames und 16:9 oder 9:16. Dann habt ihr hier 3 Pünktchen, einmal raufdrücken, es gibt ein horizontales Gitter, das könnt ihr einstellen, ein Histogramm, das heißt, ihr seht auf dem Bildschirm, wo sind besonders helle Bildbereiche, wo sind besonders dunkle Bildbereiche oder ihr könnt euch nochmal ein Tutorial einschalten. Dann hier unten einmal raufdrücken und ihr habt quasi so eine Gesamtübersicht. Das heißt, was wollt ihr aufnehmen, also welchen Aufnahmemodi, Starlapse, Intervallvideo, Video und so weiter. Dann habt ihr hier die Laufzeit, also die Aufnahmedauer. Wie viel könnt ihr hier in dem Fall 64 GB auf die internen Speicher aufnehmen? Ihr habt hier den Akku der kleinen Kamera und ihr habt den Akku 78% des Action Pods. Dann geht es zurück und habt hier verschiedene Möglichkeiten, Gerät verbunden. Ihr könnt die einzelnen Tasten belegen, so wie ihr das am liebsten haben wollt. Oder ihr geht hier weiter runter und habt beispielsweise die Firmware-Version zum Aktualisieren oder andere Einstellungen wie Anti-Flicker, habe ich euch gesagt, Kameraspeicher. Hier formatiert ihr beispielsweise und so weiter und so fort. Also ihr könnt im Prinzip über diese App alles einstellen, was ihr wollt. Dann gibt es hier den Bereich Album und da wird spannend. Einmal raufklicken und direkt per WLAN könnt ihr zugreifen auf euer Material. Und jetzt könnt ihr das in der App bearbeiten und schneiden und dann später auch exportieren. Das heißt, ihr könnt Color Plus einschalten. Das ist im Prinzip so eine Art Saturation, also die Farbwerte werden, die Sättigung wird hochgetrieben. Ihr könnt Musik einfügen aus einer Bibliothek. Ihr könnt die Lautstärke, die Geschwindigkeit, einen Screenshot machen. Ihr habt verschiedene Filter, Outdoor, Surfing und so weiter. Und dann könnt ihr hier nach rechts oder links swipen und könnt diese Filter einstellen. Dann könnt ihr hier einstellen Farbtemperatur, Kontrastsättigung, also das, was ihr eigentlich auch von eurem Schnittprogramm kennt, natürlich in abgespeckter Version. Ihr könnt einen Freeze-Frame machen, das heißt, euer Protagonist oder was auch immer ihr gerade filmt, wird auf einmal gefreezed und dann geht es weiter. Ihr könnt markieren, ihr könnt löschen und dann könnt ihr das Ganze exportieren. Und da habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Also, wenn ihr mit 2,7K aufgenommen habt, klar könnt ihr in 2,7K exportieren. Ihr könnt die Bildrate nicht mehr verändern, aber ihr könnt die Bitrate verändern. Also hier zum Beispiel haben wir jetzt 15 und 50 und da empfehle ich immer, wenn ihr keine Schwierigkeiten habt mit einem älteren Rechner oder zu wenig Speicherplatz, immer die höchste Bitrate nehmen, die euch das Programm anbietet. Ja, also wirklich sehr komplex und ihr könnt echt eine ganze Menge damit machen. Eine Ergänzung dazu, beziehungsweise eine ganz andere Geschichte, ist das Insta360 Studio. Das ist eine Software für Mac OS oder eben für einen PC und da könnt ihr auch ganz viel machen. Ihr könnt euer Material importieren, ihr könnt es schneiden, In-Punkte setzen, Out-Punkte setzen, ihr könnt die Flow-State-Stabilisierung, ihr könnt die Flow-State, alter Schwede, ihr könnt die Flow-State-Stabilisierung einschalten oder ausschalten, exportieren in verschiedenen Formaten und Möglichkeiten. Also wirklich sehr professionell und dennoch einfach zu bedienen. Es ist wahrscheinlich überhaupt gar keine Frage. Also das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die kleinste Actionkamera der Welt. Doch für wen ist die? Für was ist die eigentlich? Natürlich 2,7K, nicht 4K oder 5,3K, kann man die nicht vergleichen mit einer Insta360 One RS. Aber dafür ist sie auch nicht gedacht. Das Geniale ist hier tatsächlich die Möglichkeiten in Sachen Kreativität, wo ihr das Ding überall befestigen könnt. Und zwar ganz simpel, per Magnet. Was ihr so für Perspektiven euch selber beim Drehen erarbeiten könnt, das ist wirklich richtig, richtig gut. Dann ganz klar, die Verarbeitung, die Software, all das ist halt auf sehr hohem Insta360 Niveau. Das muss man ganz klar sagen.
Also ich freue mich schon auf die Aufnahmen mit der Go 3. Ob das was für dich ist, ja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wer auf 4K verzichten kann, wem 2,7K 30 Frames reichen, wer aber so ein bisschen, ja, kreativ Lust hat, ganz bestimmte Aufnahmewinkel zu erforschen und damit rumzuspielen, für den ist das sicherlich ein richtig, richtig gutes Gerät. Ja, das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Tech for Fun.